Mahlzeit, mein Name ist Balfmo und herzlich willkommen hier auf meinem Reaction 2 Kanal, in dem ich mir natürlich immer wieder Sachen angucke, die schlagt YouTube mir vor, die schlagt ihr mir vor und was das Besondere ist an diesem Kanal, glaube ich, finde ich, auch ich möchte euch immer wieder Sachen vorschlagen und zeigen. Das heißt, es gibt auch manchmal Videos, die kenne ich schon, die gucke ich mir an und da sage ich euch einfach, was verbinde ich damit? Warum finde ich diese Band oder den Song oder auch das Video so besonders? Und so hoffe ich, dass wir einfach einen ganz, ganz tollen Mix aus den Bereichen Rock und Metal und auch was da noch so alles drumherum dazugehört bekommen und dass wir uns gegenseitig so ein bisschen aus unserer Google- und YouTube-Blase raussuchen und vorschlagen und einfach mal neue Sachen kennenlernen. So, genug vom Intro. Wir kommen heute, wie ihr am Titel schon erkannt habt, zu Sabaton. Eine Band, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Die war damals schon in meiner Heimatstadt in Plettenberg im Sauerland. Also da war Sabaton tatsächlich nicht bekannt und ich weiß noch, als sie dann irgendwann tatsächlich mal große Vorband von Iron Maiden geworden ist, da haben wir schon gesagt, oh, da wird was raus. Und auch damals hat Joachim schon gesagt, dass er ein bisschen Deutsch kann und mit noch ein Bier. Also das hat sich tatsächlich durch die komplette Karriere gezogen, auch als sie damals tatsächlich wirklich in einer Schützenhalle im Sauerland war. Das ist, glaube ich, eine 30.000 Einwohnerstadt. Ich glaube, die wissen noch nicht mal mehr, wie sie in so kleine Hallen reinkommen sollen, denn diese 30.000 Einwohner, das ist tatsächlich die Größe der Stadt, nicht die Größe der Halle. Die Größe der Halle sind eher ein paar hundert, wenn überhaupt. Also davon mal als kleines Intro, warum ich diese Band so toll finde, neben den Rhythmus, neben der Musik, warum ich einfach irgendwie so eine ganz besondere Bindung habe, wenn man so eine Band aufwachsen sieht, lässt einen das einfach nicht los. So, soweit ein ordentliches Intro. Wir gucken heute von Sabaton ein Live-Video. Ich schalte direkt mal rüber. Das Lied ist Last Stand und das ist aufgenommen von Monsters of Rock Tour und zwar mit dem Punkt, dass es ein bisschen was Besonderes ist, dass es mit Orchester ist. Das ist ja nichts Neues, das haben ja schon andere große Bands gemacht. Metallica sind da einfach die bekanntesten mit ihrem S&M-Album. Allerdings gibt es ja auch andere Bands, die stetig damit arbeiten. Oder Rage hat ja auch schon ganz viel mit Orchester gearbeitet. Savatage und Haggard ist eine Metalband, die ja eh ein halbes Orchester hat. Und von daher gesehen nichts Neues, aber dennoch immer wieder toll und imposant, gerade wenn man halt dann eben Rock, Metal mit den klassischen Elementen reactet und ich finde, da gehören einfach auch so Jazz- und Blues-Sachen zu, um da jetzt mal ein bisschen rauszukommen, wieso ich dann zwischendurch auch sehr andere Sachen reacte, einfach weil das so ein bisschen der Ursprung des Metal ist und auch klassische Elemente in Metal immer wieder auftauchen. Also, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach das Video an. Das Video kenne ich nicht, den Song kenne ich natürlich, aber ich bin jetzt tatsächlich gespannt auf das Video und hoffe, dass ihr das auch, also das Lied so sehr genießt wie ich und auf das Video, ja, da müssen wir uns beide überraschen lassen. Also, los geht's mit Sabaton. So, scheiß Technik funktioniert wieder nicht hier, also jetzt aber Versuch 2. Los geht's mit Sabaton. Ronnie, ich mache nur mal kurz zurück, war das die Ronnie James Dio Bühne? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cooler Name für eine Bühne. Primetime.
bevor es jetzt weitergeht, ganz kurz. Also durch ein Orchester, also oder durch das Orchester, bekommt das tatsächlich einen kleinen anderen Touch. Also es ist schon episch, es ist nicht mehr so Bam, liegt vielleicht auch daran, dass es die Live-Aufnahme ist. Also so ein bisschen Power ist rausgenommen worden, aber so ein bisschen, ich sage mal, so ein bisschen das epische Gefühl, diese Epicness, dieses Wa so, ihr wisst, was ich meine. Verleiht dafür also doch ändert den Charakter des Lieds so ein bisschen, aber ist schon cool. Also, wie gesagt, bisschen weniger Power, mehr so, ähm ja, Epicness. Ich nenne es einfach mal so. Sehr, sehr coole Version. Ich habe tatsächlich noch nie Sabaton mit Orchester gehört. Gefällt mir. Könnte ich mir auch häufiger vorstellen, ganz ehrlich. Ein kleines Detail fällt mir auf, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Aber auch, Joachim, der hat ja sonst auch immer so ein bisschen mehr Körpersprache, sage ich mal. Also, ansonsten, finde ich 'ne noch ein bisschen kraftvoller. Auch da ist er jetzt, glaube ich, vielleicht durch das Orchester so ein bisschen anders getragen, in einer anderen Grundstimmung. Also, ähm vielleicht aber auch jetzt nur ganz, subjektive Wahrnehmung von mir, weil ich sage mal, er macht zwar seine Gesten, aber ich glaube, da ist halt sonst mehr Power drin in den, Sachen und durch das Orchester ist das jetzt so ein bisschen, die Bewegung fließender, nicht so dieses Bam, sondern yes, so irgendwie, keine Ahnung, also kommt mir auf jeden Fall so vor. Finde ich auch immer wieder schön. Ich mache zurück, damit ihr das Stück komplett hören könnt. Ich habe jetzt wieder aus Versehen in der doofsten Stelle pausiert. Ich finde das immer sehr schön, ist eine ganz, ganz tolle Geste. Ganz häufig ist der Sänger vorne im Fokus und ich finde das immer gut, wenn dann Sänger zwischendurch weggehen und gerade bei Soli nicht nur, dass der Gitarrist sein Solo spielt, sondern ihm dann quasi auch symbolisch die Bühne überlässt. Das heißt, der Sänger entfernt sich und der Gitarrist oder der Bassist beim Solo steht halt dann vorne im Fokus und, finde ich auch immer eine ganz, ganz tolle Geste. Also, das ist, ja, ich finde, das hat so einen gewissen Symbolcharakter einfach. Epicness, Epicness. Dying motivation, with dedication, no capitulation, annihilation, never commendation, reincarnation, never is your destination. Dying motivation, with dedication, no capitulation, annihilation, never commendation, reincarnation, never is your destination. In the name of God, for the grace, for the might of the Lord, for the hope of the holy.
Super geiles Lied, richtig cool. Also, so ein Lied auch als Konzertfinale zu spielen, ist einfach, da nimmt man noch mal so ein Stück mit nach Hause. Das ist einfach, das trägt einen. Oh, da waren wir schon. Da war Sabaton auf der Ronnie James Dio Bühne. Sehr, sehr cool. Ja, wie gesagt, das war jetzt euer Wahlvideo Platz 2. Ich habe ja eine Abstimmung gemacht und da lasse ich immer jeden Monat euer Dienstagsprogramm bestimmen. Und da gebe ich immer mehrere Bands und Projekte zur Auswahl. Und die ersten 4 werden dann mit der Reihenfolge, mit der ihr sie gewählt habt, mit der Anzahl der Stimmen, die sie bekommen haben, werden dann released, und das, was hinten übrig bleibt, wird entweder auf den nächsten Monat verschoben oder vertagt oder gecancelt. Keine Ahnung, mal gucken, was dann jeweils im nächsten Monat wieder so auf meiner persönlichen Agenda steht. Dementsprechend, wie gesagt, war das hier tatsächlich euer gewählter Platz 2 im Monat Juni, und beim nächsten Mal steht eine kleine Band an, die ich supporten soll. Das heißt, da werde ich mir noch eine schöne kleine Band raussuchen, die sehr, sehr wenig Klicks hat, die mir musikalisch ein bisschen gefällt. Und das wäre dann wieder der Part, wo ich euch vorstelle, tolle Bands, die nicht gesehen werden oder erst noch entdeckt werden müssen. Ich hoffe, ihr schaut auch mal die Bands oder die Videos von Bands, die ihr nicht kennt, denn da sind teilweise richtig, richtig tolle Sachen bei. Ja. Nichtsdestotrotz, das war's heute von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, schaut mal bei Sabaton rein, unterstützt die auf deren Kanal. Ansonsten dürft ihr natürlich auch gleich bei mir rumgucken. Hier kommen gleich noch so 1, 2 Vorschläge. Ansonsten, ja, bin ich jetzt raus und wünsche euch noch was. Bis dahin, euer Balfemore.